So, hallo und herzlich willkommen zu meinen 2.5D und 3D Plattformer. Im vergangenen Kapitel haben wir sozusagen mal unsere Pickups integriert. Das heißt, wir haben ein Master erstellt und dann mal ein Health Child und ein Power Child für irgendwelche Power-Energien, die wir später noch implementieren werden. Und wir haben auch bei unseren Enemies sozusagen ja auch schon mal zwei Monster, nämlich die Turtle Shell, und wir haben noch die Moskito-Geschichte, die uns ja auch Schaden zufügen kann. So, wenn ich das Ganze jetzt mal öffne, wir haben jetzt hier praktisch dieses Apply Damage, das wir in unserem Third-Person-Player ja mit Event Any Damage abfangen und abfragen, so interface technisch. Und wir haben hier eine Base Damage von 10 und so weiter. Und ich habe das schon in den vergangenen Kapiteln immer betont, ich würde das Ganze gerne mal ein bisschen ausklammern. So, jetzt öffne ich einfach mal unseren Third-Person-Player, einfach nochmal zur Ansicht. Ich würde sagen, die Variablen, die zu ihm dazugehörig sind, die lassen wir auch drin. Also Player Health, Max Health, Player Power und Power Max. Das ist praktisch dem Third Person auch zugehörig und das möchte ich jetzt an der Stelle nicht auslagern. Aber die anderen Geschichten, wie zum Beispiel, was wir ja gemacht haben mit unseren sogenannten Pickups, da haben wir auch so Sachen drin mit Health Child und da übergeben wir ja auch an der Stelle einfach mal eine 10 zum Beispiel und das wird ja irgendwann sehr unübersichtlich und das werden wir jetzt einfach mal ein bisschen ausklammern. So, und dazu wechsle ich auf mein Third-Person-Verzeichnis auf Blueprints und wir legen uns jetzt keine neue Blueprint-Actor-Klasse an, sondern wir benutzen hier einfach mal unseren BP Third-Person Game Mode und den können wir hier öffnen und hier oben, falls er bei dir genauso wie bei mir nicht direkt aufgeht, dann einfach hier auf Open Full Blueprint Editor. So, dann können wir hier drüben Variablen anlegen und ich würde jetzt einfach mal sagen, die eine heißt jetzt einfach mal Health Pickup. Das wird mein Health Pickup und wird sein vom Typ Float, weil ich möchte ja das Ganze auslagern und dann gehe ich auf Compile und wir haben uns ja entschieden, das Ding ist erstmal 10 wert, das heißt, das kann man hier jetzt dann immer dementsprechend auch ändern. Wenn du mal ein größeres Herz basteln magst, das 50 dazu addieren soll, dann kannst du ja wieder um ein Child erstellen und das dann hier drüben mit den Variablen auch wieder definieren als Big Health Pickup zum Beispiel. So, dann gehen wir nochmal auf Variable und dann geben wir einfach mal ein Power Pickup zum Beispiel, das haben wir ja auch erledigt und da haben wir uns ja auch einmal auf 10 geeinigt, das heißt ich gehe mal auf Compile und dann kann ich hier drüben unter Default Value die 10 eingeben. So, und dann gibt es unsere zwei Monster und die werde ich jetzt nicht unterscheiden. Du kannst es natürlich jetzt hier mit Variablen sagen, Monster Moskito und Monster Turtle Shell. Ich mache jetzt einfach mal für beide Monster die gleiche Damage. Das heißt, ich gehe hier wieder auf Variable und dann sage ich einfach mal Monster Damage Player, damit ich einigermaßen verstehe, was ich damit meine. Und dann gehe ich auf Compile und dementsprechend sage ich, da ziehen wir auch mal 10 ab. So, da haben wir hier schon mal die ersten Variablen dafür vorbereitet und jetzt müssen wir das Ganze noch in unser System implementieren. Wie gesagt, beim Third-Person-Character, da lassen wir es drin, weil ich finde, da gehört es einfach auch rein. Aber wir können jetzt einfach mal beginnen. Wir beginnen jetzt einfach mal an der Stelle mit unseren Pickups. Das heißt, wir gehen auf Blueprint Pickups und dann gehen wir einfach mal ins Master hinein. So, und in unserem Master, da werden wir dann sozusagen, wenn wir das mal geöffnet haben, da werden wir dann das Ganze implementieren. Wir müssen hier nur aufpassen beim Event Begin Play. Alles, was hier danach kommt, wird sich immer hier in dieser Timeline abspielen. Das heißt praktisch, da kommen wir gar nicht drum rum, weil wir ja hier mit diesem Flip-Flop immer ein Play und ein Reverse spielen und da kommen wir nie wieder raus. Das heißt, wenn wir jetzt eine Referenz herstellen wollen zu unserem sogenannten Game Mode, dann sollten wir das noch bevor alles passiert integrieren. Das heißt, ich ziehe hier ein bisschen rüber und dann machen wir hier an der Stelle hier in dem Master einen Cast
to und der heißt dann Third Person. Ich mache mal nur Third Person und Game. Da wird schon kommen. Cast to be Person Game Mode. Das ist ja auch die Geschichte, die wir gerade hier oben mit Variablen versorgt haben. Und das Object ist ganz simpel. Das heißt einfach Get Game Mode. So, dann haben wir hier Get Game Mode und dann haben wir das Ganze als Object schon mit dazu addiert und jetzt müssen wir das Ganze nur noch als Variable promoten. Das heißt, wir gehen hier raus und dann dementsprechend aufpassen, dass wir die Verbindungen wieder richtig setzen. So, das wäre jetzt praktisch meine Referenzierung auf unseren Game Mode und dann kann ich hier unten, die Variable hat sich ja jetzt selber angelegt, dann sage ich hier einfach mal, das ist meine Game Mode Ref. Du kannst das natürlich so benennen, wie du magst. So, die ist natürlich vom Typ BP Third Person Game Mode, ganz klar, weil wir haben ja das hier Promote to gemacht und dementsprechend können wir das Ganze jetzt auch speichern an der Stelle. So, und wie können wir das Ganze jetzt sozusagen dann mal implementieren? Wir gehen zum Beispiel jetzt einfach mal auf unser Health Child und dementsprechend haben wir hier sozusagen auch die 10 mit drin und das wollen wir natürlich jetzt ändern, weil wir haben das ja hier drüben verankert als Health Pickup mit einer Float von 10 und wir haben aktuell im Pickup Master ja das Ganze schon referenziert und jetzt wird es einfach sehr einfach, das heißt wir können jetzt, wenn uns die Variable nicht mehr einfällt, aber wir haben sie ja gerade angelegt, dann können wir Show Inherited machen. Wir haben ja hier unsere Game Mode Referenz, die können wir rausziehen oder eben wahlweise, wir wissen einfach, was los ist und sagen einfach an der Stelle Get Game Mode Reference. So, da habe ich sie auch schon und dann hole ich mir an der Stelle einfach mal die Health raus. Also ich gebe einfach mal Health rein und dann habe ich hier Default-Variablen, Get Health Pickup, das kommt ja jetzt aus unserem Game Mode. So, und dann können wir das hier verbinden und in dem Moment wird der Wert übergeben, den wir sozusagen hier hinterlegt haben. Gut, das wäre die eine Geschichte, dann haben wir das schon mal so drin und das gleiche, das werden wir jetzt natürlich auch noch mit dem anderen Pickup machen, sozusagen mit unserem Power Child und da können wir natürlich ebenfalls an der Stelle ein Get Game Mode Reference rausholen, indem ich hier runterfahre, Default Get Game Mode Ref und da hole ich mir an der Stelle die Power Geschichte, Get Power, also Get Power Pickup und dann habe ich auch diesen Wert schon mal integriert und damit ist die Sache auch erledigt und wird genauso funktionieren wie vorher, nur dass wir eben jetzt ganz bequem über unseren Game Mode hier diese Geschichten einfach definieren können und wir müssen da nicht immer, oh, wo war denn das jetzt? So, dann können wir das gleiche machen für unsere Moskito-Geschichte und für unsere Turtle Shell, das heißt wir gehen jetzt einfach mal auf unsere Enemies und da haben wir natürlich die Monster, Blueprints und da gehen wir in die Master rein und in der Master werden wir jetzt einfach zusätzlich zur Character-Referenz eben auch diese Game Mode-Referenz anlegen. Und da ziehen wir hier einfach raus, dann casten wir, bei OnBeginPlay casten wir nur einmalig, das ist das Schöne an der Sache und nicht permanent und sparen damit natürlich einen Haufen Ressourcen. So, Cast to Third Person Game Mode und da haben wir ihn auch schon und dann dementsprechend das Object ist wieder Get Game Mode. So, dann haben wir hier ein Get Game Mode an der Stelle und was mache ich denn da? Moment, ich muss die Maus mal anders klicken. Irgendwas mag die gerade nicht so, wie ich das will. So, ich glaube, jetzt habe ich es wieder im Griff. Gut, Entschuldigung. Und jetzt werden wir das Ganze hier einfach mal promoten wieder zur Variable und da sage ich dann hier unten auch einfach wieder mal, dein Name wird sein Game Mode Ref. So, dann haben wir das im Master verankert, das heißt es steht jedem Child auch zur Verfügung und dann mache ich mal die Health Child zu und ich werde auch mal diesen Pickup Master mal schließen und dann Power Child mache ich mal zu und wir sind ja gerade aktuell in der Monster Master.
Das heißt, die Moskito habe ich sowieso noch auf. Wir können natürlich von hier auch nochmal direkt drauf schauen. Wir gehen einfach mal auf das Moskito Blueprint und hier haben wir auch wieder diese Base Damage mit drin und da holen wir uns jetzt ebenfalls wieder Get Game Mode Reverence heraus und dann benötigen wir an der Stelle das, was wir hier hinterlegt haben, Monster Damage Player. Wir wollen ja bei beiden Monstern jetzt das gleiche haben. Wie gesagt, wenn du das unterschiedlich haben magst, dann magst du eben ein Monster Turtle Damage Player und eine Mosquito Damage mit 20. Das ist ganz vollkommen dir überlassen. So, dann können wir natürlich dann aus dieser Geschichte sozusagen dann das rausziehen. Das war mit Get Monster Damage Player und da ist es auch schon. Und dann können wir diese Variable hier, ich schiebe es mal noch ein bisschen rüber, die können wir dann in die Base Damage einklinken. So, das kopiere ich mir gleich durch, weil das bleibt ja gleich, ebenfalls für meine Turtle und dann gehe ich wieder zurück, dann mache ich meine Turtle auf und dann kann ich an der Stelle einfach Steuerung V und dann sage ich einfach, okay, das ist meine Base Damage jetzt von meinem Monster für meine Turtle Shell. So, damit hätten wir schon mal die ersten Geschichten ausgeklammert. Jetzt geht es mal darum, was haben wir denn sonst noch drin? Eigentlich nichts. Wir haben jetzt die Monster mal erledigt. Das ist unser Third-Person-Character. Da gibt es auch noch nicht viel dazu zu sagen. Ich glaube, wir haben noch so eine Jump-Height, aber die lassen wir wahrscheinlich, ich gehe stark davon aus, ich gehe mal auf den Monster Mushroom, nee, wir müssten mal aufs Master Child gehen, was wir denn da noch so drin versteckt haben. Da haben wir Actors to Ignore, da Immediately Player Bounce Height. Ich finde, das gehört hier auch in die Monster Master hinein. Das ist kein Hauptsteuer-Variabel-Element, also das lassen wir hier an dieser Stelle einfach mal so stehen. Man kann hier auch immer schön rechte Maustaste drücken und dann Find Reference. Das gibt bei Name All und dann wird das sozusagen bei All in sämtlichen Blueprints gesucht und wir bekommen dann auch ein Ergebnis, wo diese Variable denn überhaupt verwendet wird. Hier sehen wir es in unserem Monster Master Child BP und da ist die Player Bounce Height mit Get Player Bounce und wenn wir da doppelklicken, dann sehen wir auch, wo sich diese hier befindet. So, da kann man zum Beispiel auch die Referenzierungen sehr, sehr schnell ausfindig machen. Gut, das lassen wir so, wie es ist und dann werden wir jetzt noch die Geschichten hier schließen. Das heißt, ich schließe das, ich schließe mal den Game Mode, den Monster Master, wir haben es ja implementiert, die Turtle Shell und Monster Master Child. Und jetzt haben wir hier die Event Any Damage ja mit drin und sozusagen haben wir immer diese Append-Geschichten mit Print Strings und von denen trenne ich mich jetzt einfach mal. So, ich fange jetzt hier unten mal an bei Event Power, das heißt hier bei der Übersetzung hier zu unserem sogenannten String, das Ganze kommt jetzt einfach mal weg und an dieser Stelle mache ich es genauso weg, also bei Event Health, bei diesem Interface und dann habe ich das Ganze hier noch drin, das heißt, das schmeiße ich auch mal raus und dann die Verbindung hier natürlich, die setze ich jetzt auch wieder. So, dann kann ich das Ganze natürlich noch ein bisschen zusammenschieben an der Stelle. Wir werden ja den Tod dann sowieso noch ein bisschen umgeschalten später und dann haben wir das Ganze hier schon mal von diesen Prints befreit. Wenn du sehr viele Prints hast in deinem Blueprint und dann wirst du am Schluss nicht mehr wissen, wo die herkommen, dann solltest du einfach bei Window auf Output Log gehen und dann kannst du hier dementsprechend nach Print suchen und dann würdest du sozusagen, oder Print String oder Print müsste eigentlich ausreichend sein und dann würdest du sehen, welches von diesen Geschichten da was ausspuckt und damit kannst du das dann wieder ausfindig machen, weil es ist mir schon oft passiert, wenn ich da hunderte von Blueprints habe, dass ich einfach nicht mehr weiß, wo kommt jetzt dieser komische Hit oder dieser Hello her und das kann man dann hier sauber machen. Aktuell haben wir ja keinen mehr drin, das bedeutet für uns, dass
wir jetzt da im Output-Block natürlich nichts gesehen haben an der Stelle. So, gut, jetzt haben wir das mal gemacht. Wir haben jetzt da über das Interface auch die Health wird erhöht, die Power wird erhöht und durch die Gegner wird die Damage sozusagen auch wieder abgezogen. Und jetzt werden wir jetzt einfach mal beginnen mit einem kleinen, vorsichtigen UI. Also keine Sorge, das wird nachher noch schöner gemacht. Ich mache gerade noch ein bisschen an den Grafiken rum und die werde ich dann natürlich auch kostenlos zur Verfügung stellen. So, und dazu gehen wir mal wieder auf unsere Map und wir gehen auf Content und jetzt machen wir uns hier einfach einen neuen Ordner und den nennen wir jetzt einfach mal UI. So, da haben wir unseren UI-Ordner und den klicken wir jetzt hier mal doppelt und dann rechte Maustaste und dann können wir nach unten scrollen, User Interface und wir benötigen ein sogenanntes Widget Blueprint. So, da wird angeboten User Widget, das wollen wir auch und das nennen wir jetzt einfach mal UI und ich nenne es mal UI Main, weil das mein Hauptscreen sein wird. So, gut, per Doppelklick können wir dieses dann auch gleich mal öffnen. Ich muss es kurzfristig wieder rüberholen und einklinken und das ist jetzt sozusagen mein Screen und seit der 5er Version steht das Canvas Panel nicht mehr automatisch hier unten. Das heißt, mit dem beginnen wir immer, das kannst du dir gleich merken. Wir fangen an mit einem Canvas Panel und das klinken wir hier in die UI Main einfach mal ein. So, das wäre jetzt unser Bildschirm an dieser Stelle. Und wenn man jetzt hier zum Beispiel zieht, sieht man auch die einzelnen Bildschirmauflösungen und es snappt sogar richtig an diese Stelle hin. Das heißt, man muss hier nicht pixelgenau arbeiten. So, weil das UI, das könnte man natürlich auch für Tablets und für Handys und man hält sie horizontal, vertikal, egal, das muss hier irgendwie ausgerichtet sein. Und da gibt es natürlich hier oben ganz tolle Sachen. Man kann hier zum Beispiel schon mal testen, wie es auf diversen Telefonen oder Handys aussieht oder Tablets oder Laptops, Monitore und Television hätten wir auch noch im Angebot. So, und das ist jetzt aktuell mein Screen, der ist so, mein Unreal erkennt natürlich, was ich jetzt gerade für eine Auflösung fürs Spiel fahre. Ich habe die 1280 x 720, wie es aussieht und hier werden wir jetzt einfach mal uns eine Progress Bar integrieren. Und da geben wir oben einfach mal ein Progress Bar und die ziehen wir uns rein ins Canvas Panel. So, wir machen das aktuell mal nur zur Sichtbarkeit und später werden wir das natürlich grafisch noch ausarbeiten. So, das wird meine Progress Bar, ich nenne sie gleich mal um in Health. Das wird meine Progress Bar Health und die liegt jetzt hier oben ganz komisch rum und wenn ich Glück habe, kann ich sie irgendwie rüberziehen. Jetzt habe ich da irgendwas anderes verschoben. Mache ich mal nochmal Steuerung Z, muss ich aufpassen. Jetzt habe ich sie und ich ziehe die jetzt einfach mal runter. Ich möchte die mal unterhalb haben. Dann mache ich sie in einer gewissen Breite und Höhe. Das ist alles später noch nachjustierbar. Das müssen wir dann mal im Fullscreen uns anschauen, wie das Ganze denn aussieht. So, das hier oben ist der sogenannte Anchor und aktuell hat diese Progress Bar den Anchor hier oben und das ist absolut unsinnig, weil das wird immer relativ zu dem Endgerät, eben zum Tablet oder zum iPhone oder was weiß ich dann ausgemittelt, aber in dem Fall würde es oben links verankert sein und das macht keinen Sinn, weil ich sage, Progress Bar ist momentan unten mittig. Wenn du sie natürlich oben rechts setzen möchtest, also wie gesagt, hier gibt es drüben Anchors, dann kannst du das hier oben rechts verankern. Meins ist aktuell unten mittig, das heißt, ich werde mich für diese Option entscheiden. So, dann habe ich das Ganze schon mal drin und um das jetzt sauber anordnen zu können, gibt man hier beim Alignment, weil die Screen hat einen Durchmesser von 1 und 1, kann man sagen, von der Size. Und da gibt man einfach 0,5 und 0,5 ein und dann ist das Ganze normalerweise ausgemittelt, kann es aber nicht sein, weil ich ja verschoben habe. Und jetzt muss ich nur noch die Position X und Y löschen und dann sehen wir, jetzt liegen wir hier schon mittig und unterhalb. Gut, dann kann ich bei der Position Y hier so reinfahren, da gehe ich jetzt ein bisschen ins Negative und dann ziehe ich mir die jetzt einfach mal so hoch. So, damit wäre diese Geschichte integriert erstmal. Wie gesagt, wir arbeiten es später aus. Und dann gibt es hier drüben bei der Progress Bar eben den Style. Wir haben ein Background Image und wir hätten ein Fill Image. Da kannst du wählen zwischen einem 2D
Texture Bild oder wahlweise einer Farbe. So, ich arbeite jetzt einfach mal spaßhalber mit einer Farbe. Der Background wird bei mir sein einfach rot, weil man einfach stirbt. Das heißt, ich gehe mal auf rot rüber und dann im Fill Image sage ich grün, weil ich ja praktisch Energie haben möchte. So, dann nehme ich mir jetzt irgendein Grün, wie gesagt, egal, wir passen das später noch an und dann kann man noch ein bisschen runter und dann gibt es hier die Rubrik Progress und das ist Percent, das läuft von 0.0 bis 1.0 und dann kann man das Ganze hier so schieben und dann sehen wir auch schon, dass wir hier Energie dazu gewinnen und auch Energie verlieren können. So, jetzt an dieser Stelle müssen wir das Ganze verknüpfen mit unserem BP Third Person Character, weil hier ist ja unsere Player Health mit drin und eben unsere Power Geschichte und das sollte natürlich in unserem UI Main dann dementsprechend auch angezeigt werden. Und damit das zur Laufzeit passieren kann, wählen wir praktisch unsere Progress Bar an. Wir können sie natürlich hier drüben auch selektieren, also entweder hier drin in der Screen oder hier drüben in der Hierarchie. So, und dann dementsprechend waren wir ja gerade bei dieser Stelle mit dem Percent, wo wir das händisch sozusagen von 0 bis 1 drehen können und das wollen wir natürlich nicht händisch vollführen, sondern wir gehen hier drüben einfach mal auf diesen Knopf und werden ein Create Binding erzeugen. So, jetzt heißt das Ganze Get Progress Bar Health Percent. Das liegt auch daran, also man kann hier oben sauber zwischen Designer und Graphen hin und her schalten. Aktuell sind wir durch das Binding direkt in den Graphen gesprungen, aber es ist sehr angenehm, man kann hier einfach zwischen den beiden sozusagen auch wechseln. So, wir haben das Ganze ja hier drüben umbenannt, das bedeutet auch die Variabelname ist dann auch mit umbenannt worden und es ist variabel gesetzt, weil es ja sozusagen auch ein Binding benutzt. Gut, dann haben wir hier das automatisch erzeugt und aktuell ist da nichts drin. Hier muss dann das rein, was unser Player sozusagen für eine Health hat aktuell und das wird dann der Return Node übergeben. So, und dazu brauchen wir zuerst mal wieder eine Referenz auf unseren Player und das bekommen wir wieder bei unserem Event-Graphen. Nur dass praktisch jetzt hier beim UI gibt es kein Event Begin Play, es gibt ein Konstrukt, aber es gibt sogar ein Pre-Construct und einen Event Tick. Es reicht aber aus, wenn wir mit dem Event Construct hier arbeiten. Das heißt, wir ziehen hier kurz raus, wir casten zu unserem Third Person Player, das heißt oder Character, Cast to BP Third Person Character und das Object ist wie immer Get Player Character. So, damit hätten wir das schon erledigt und jetzt müssen wir das Ganze nur noch promoten, also rechte Maustaste, Promote to Variable und dann können wir das hier unten als Variabelnamen dann sozusagen, ich nenne es wie immer Player Ref. So, das ist meine Player Ref und dann kann ich das Ganze auch schon speichern. So, also wir haben es unter dem Event Construct angelegt. Den Pre-Construct habe ich noch wirklich nicht sehr oft benötigt. Mir hat es bis jetzt immer gereicht, wenn ich den Konstruktor hier sozusagen die Vordefinitionen erledige. Gut, dann können wir hier die Function, die haben wir ja angelegt durch unser Binding, können wir hier wieder drauf zugreifen oder wahlweise hier oben, da sollte sie noch geöffnet sein. So, und dann holen wir jetzt einfach unseren Player Ref raus mit Get und wir haben hier im Third Person Character ja unsere Player Health und unsere Player Max Health. Die haben wir definiert aktuell mit 100 ist Max und die normale Health ist 50, die mache ich jetzt auch auf 100, weil eben wenn das Spiel startet, soll er ja volle Energie haben. Das war ja für uns nur vom Test vom letzten Abschnitt. Also bei mir ist es 100 und 100. Du kannst auch 1000 machen oder 753. Das ist vollkommen egal. Wir werden das Ganze jetzt einfach umrechnen immer auf die prozentuale Geschichte zwischen 0 und 1. Und das machen wir einfach so, indem wir hier rausziehen und wir sagen Get Player und dann nehmen wir die Get Player Health und dann ziehen wir hier nochmal raus mit Get Player Max Health. So, und die Player Health geteilt durch, also Shift 7 oder ein Divide, je nachdem wie du es eingeben magst,
geteilt durch die Max Health ergibt dann sozusagen die Prozentsatz zwischen 0 und 1, den wir hier mit dann wieder returnen. So, dann wäre das Ganze schon mal implementiert. Gut, jetzt können wir das gleiche auch noch machen für unsere Power. Ich lege das jetzt auch mal nur so prophylaktisch an, weil wie gesagt, es gibt dann ein schöneres UI. Also hier haben wir jetzt das Ganze einfach mal gebindet und in dem Moment, wo sich das ändert bei uns in unserem Third-Person Blueprint, dann wird das hier im UI automatisch aktualisiert. So, dann gehen wir wieder auf den Designer. Ich hole mir mal noch eine Progress Bar raus, weil wir haben ja auch die Power-Geschichte gerade, vielleicht brauchen wir mehr, das weiß ich jetzt einfach noch nicht bei der Entwicklung und das wird meine Progress Bar _ Power. So, dann habe ich die auch wieder und die werde ich jetzt einfach mal, auch nur zum Spaß, wie gesagt, das ist jetzt einfach mal nur Showtime, die lege ich jetzt einfach mal oben drüber und dementsprechend mache ich sie ungefähr so lang. Das wird natürlich nachher viel exakter und dann haben wir die hier auch schon mal integriert. So, dann kann ich hier drüben beim Background Color kann ich auch wieder arbeiten. Ich mache da einfach was anderes dazu. Ich sage mein Background Image, die Fill Color würde ich jetzt einfach mal sagen, da nehme ich jetzt mal nicht rot, dann nehme ich jetzt einfach mal so ein hellblau und ist nur Spaß gerade, wird nachher sowieso angepasst an das, was wir tun und das wäre jetzt sozusagen meine Fill Color. Nee, ich mache es anders, ich mache die Background Color, die mache ich mehr so in so einem hellblau türkis und meine sogenannte Fill Image oder Foreground Color, die mache ich dann so schön dunkelblau. So, dann habe ich das an der Stelle auch schon mal erledigt und dann kann man hier natürlich wieder unter Progress Percent das Ganze hier so steuern und dann sieht man, dass man hier sozusagen an unseren Power bekommen. Also Angry bietet hier auch noch Geschichten an, Bar Fill Type Left to Right, Right to Left hätten wir noch im Angebot, das gibt es auch noch. Es gibt ein Fill from Center, es gibt hier mehrere Möglichkeiten, das hängt jetzt davon ab, wie die grafische Entwicklung für das Ganze nachher aussehen soll. Aktuell lasse ich es ganz simpel auf Left to Right, damit wir das Ganze einfach überprüfen und testen können. So, dann gehe ich einfach mal auf Compile, den Namen habe ich hier geändert, der ändert sich hier oben automatisch mit, weil sonst wird es irgendwie Progress Bar 0, 1, bla 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 heißen und dann würden wir das hinten sozusagen in der Function wieder nicht wirklich erkennen und es wird nicht wirklich lesbar sein. So, und dann gehen wir hier einfach wieder bei Percent auf Create Binding und dann haben wir hier unsere Get Progress Power Percent Geschichte und dann nehmen wir die Player Ref raus und dann Get Player Referenz und dann holen wir uns einfach mal die Power Sache, Get Power und zwar Get Player Power und wir holen uns auch die Maximalgeschichte raus, Get Power, Get Player Power Max. So, die teilen wir wieder, Steuerung Shift 7 oder ein Divide und dann dementsprechend, geht das Ganze hier rein und hier in die Return Value. So, damit wäre das auch gebindet und würde dann zur Laufzeit bei Änderungen immer aktualisiert sein. Wir gehen mal auf Compile und Save und dementsprechend können wir uns das Ganze fast schon anschauen. Das bedeutet, wir müssen unser UI jetzt einfach noch erzeugen, dass das natürlich auch während unserem Spielstart dann sichtbar ist. Und das machen wir in unserem Third-Person-Character und dazu gehen wir auf das Begin Play, das ist ganz oben. Man muss natürlich nicht immer so fahren, wie ich das mache. Man kann hier drüben links Event Graph, Event Begin Play, Doppelklick, dann bin ich auch da natürlich, wo ich hin will. So, hier wird ja das Enhanced Input Local Player Subsystem initialisiert, was ja für die Steuerung zuständig ist und da gibt es hier auch eine isValid und wenn das jetzt nicht valid wäre, dann wird es ja hier praktisch rauskommen und nicht weitergehen und ich mag es eigentlich nicht so gerne nach einem isValid dann irgendwas zu initialisieren, weil wenn das eben nicht valid ist, dann wird es später dementsprechend hier hinten auch nicht ankommen. Aber beim Enhanced Input Local Player Subsystem muss es funktionieren, weil sonst könnte man unseren Player ja nicht einmal bewegen. Also hier bin ich jetzt mal nicht so vorsichtig, sonst würde ich es da vorne hinbauen
einfach gleich nach dem Event Begin Play, aber in diesem Fall gehe ich davon aus, dass die Steuerung immer funktioniert und dann ziehe ich hier noch mal ein bisschen raus und das Ganze nennt sich dann Create und dann brauchen wir noch das Wort Widget. So, Create Widget und unser Widget, da steht jetzt drüber Construct None, unser Widget, das heißt einfach UI und zwar Main. So, das ist unser UI Main und jetzt kann ich das ganze Kommentarfenster noch ein bisschen vergrößern und dann ziehe ich hier raus von diesem UI Main und dann sage ich einfach Add to Viewport. So, das gibt es hier unter User Interface, Add to Viewport und dadurch wird das Ganze schon bei Begin Play sozusagen erzeugt. So, das war's an der Stelle. Jetzt gehen wir erstmal auf File, Save All und dann dementsprechend können wir mal die Geschichten uns ein bisschen besser anlegen. Ich habe hier ein Herz, das auf und ab geht und so weiter und so fort. Ich werde mir noch ein paar Sachen reinlegen. Das sind meine Power-Ups. Bei Power würde ich sagen, fangen wir jetzt, ich gehe nochmal auf meinen Third Person, Player Power. Der ist 0, ja, den haben wir auch auf 0 und Max wäre an der Stelle 100, weil das soll er ja gefälligst mal sammeln. So, dann würde ich einfach noch ein paar Herzen hinlegen, vielleicht auch so in die Röhre rein. Das ist natürlich jetzt alles noch Spaß, weil wir werden ja das Level-Design sowieso noch komplett umgestalten. Das heißt, ich gehe nochmal auf Blueprints, Pickups und dann gehe ich nochmal auf meinen Health und dann kann ich das hier praktisch schon mal so positionieren und ich habe hier die 500, also hier wird es eingehalten, hier kriege ich ein Health und hier würde ich auch wieder ein Health kriegen und dann sage ich an der Stelle gibt es dann nochmal ein Power, das können wir ja mal so durchspielen. Gut, dann könnte man das natürlich da unten auch noch mit platzieren, machen wir mal noch ein Power mit rein, also mit der Ende-Taste, die Health und die Ende-Taste, damit wir hier nicht gar so schlimm attackiert werden von den Moskitos. Und wenn wir jetzt auf Speichern gehen und wir gehen auf Play, dann sollte das alles so funktionieren, wie wir uns das ausgedacht haben. Das heißt, ich springe jetzt erstmal irgendwo drauf, der tut mir ja nichts, das ist ja ein friedliches Monster, aber ich sollte ihn natürlich auch mal treffen. Gut, jetzt habe ich natürlich meine andere Powerbar, die habe ich nicht nach unten geankert, das sieht man jetzt auch, dass die verschoben ist und dementsprechend kann ich auch natürlich jetzt die Monster abschießen, aber jetzt sieht man auch, dass ich den Power an der Stelle zum Beispiel einsammle. So, das werde ich jetzt gleich ändern, das habe ich nämlich vergessen, ich habe den Anker hier oben links, ich muss ihn natürlich jetzt selbstverständlich auch wieder hier unten mittig setzen, damit das Ganze auch klappt. So, gut, dann mache ich jetzt noch ein Play. Jetzt möchte ich mal noch ein bisschen Energie verlieren. Ich sammle mir mal ein Power für Funktionen, die wir noch nicht haben. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich den nicht in diese Richtung schieße. Leider habe ich es getan und dementsprechend springe ich da nochmal drüber und dann springe ich nochmal auf den. Jetzt lasse ich mich mal ein bisschen attackieren. Dann sieht man auch sozusagen, dass da die Energie auch abgezogen wird. Der attackiert mich. Und man sieht auch, dass der grüne Balken hier immer um 10% schwindet, weil wir haben ja 100 und 10 ziehen wir ab. Das haben wir ja eingestellt in unserem Game Mode. Und wenn ich jetzt zu meinen Moskitos gehe, die werden natürlich auch Schaden verursachen. Da springe ich jetzt mal drüber, da ducke ich mich, da gehe ich jetzt mal durch. Vielleicht habe ich ja noch Glück, da hinten gibt es noch einen Power für mich, den nehme ich auch noch mit und eine Health. Die habe ich jetzt hier noch im Auf- und Ab-Modus, was wir natürlich auch aus- und anschalten können, wie wir es im vergangenen Kapitel erledigt haben. So, gut, das war es jetzt erstmal soweit für diese Geschichte und dann geht es weiter im nächsten Abschnitt. Und wie immer, über ein Like und ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen und dann noch viel Spaß beim Üben und bis zum nächsten Mal. Also haut rein, bleibt cool und bleibt am Ball. Tom verabschiedet sich. Bis zum nächsten Mal. Bei Fragen und Anregungen wie immer unter dem Video einen Kommentar hinterlassen. Und bitte nicht vergessen, ein Like und ein Subscribe, wenn es dir gefallen hat.